Salika lief die Steintreppe nach unten ins Erdgeschoss, um sich in der Küche etwas zu essen zu holen. Auch hier war alles aus grauweiß meliertem Stein und außer zwei Fenstern zur Straße und einer in Stein gefassten Feuerstelle in der Mitte des Raumes war hier nichts zu finden. Unter den Fenstern, in die man sich wunderbar setzen konnte, weil sie mit einem breiten Sims angelegt waren, hatten sie die Holzscheite für das Feuer gestapelt. Die Fenster selbst zeigten eingefasste Feuermuster und im oberen Bogen eine Sonne mit züngelnden Flammen als Strahlen. Das gelbrote Licht, das hereinfiel, erhellte die Küche wärmend. Auf dem einen Fenstersims ließen sie immer die Brotscheiben stehen. Diese waren schon gut getrocknet, und Salika nahm sich 2 Scheiben davon. Was waren das nur für Neuigkeiten? Ihre Mutter war dem Phönix begegnet und hatte nie ein Wort darüber verloren. Salika stellte sich an die Feuerstelle und wandte ihr Gesicht zur Sonne, atmete ein und hob dabei die Arme. Während sie ausatmete, pustete sie in die Feuerstelle, um das Feuer zu entfachen. Sie ließ ihre Arme wieder sinken und legte die beiden Brotscheiben in das knisternde Feuer, sodass sie schön braun wurden. Es duftete schon bald danach im ganzen Raum. Sie setzte sich am Feuer im Schneidersitz auf den Boden und biss in das knusprige Brot. Der Phönix war bei ihrer Mutter gewesen. Weshalb? Ihre Mutter konnte sie nicht mehr fragen, also musste sie den Phönix finden. Wenn sie heute zum Auftritt gingen, würde sie vorher einen Abstecher zum Meister machen. Wenn einer einen Hinweis hätte, dann er. Da hörte sie im Obergeschoss eine Tür aufgehen. Ein lautes Gähnen folgte und etwas träge Schritte. Schließlich schlurfte ihre Schwester Shani in die Küche. »Guten Morgen!« Sie streckte sich ausgiebig und brachte ihr weißblondes, schulterlanges Haar in Form. Verwundert ließ sie ihren Blick durch den Raum streifen. »Du bist alleine?« Salika hob eine Augenbraue. »Ja, wieso?« »Ardea war nicht mehr oben. Ich dachte, ihr wärt beide schon unten.« »Ich habe sie heute auch noch nicht gesehen, aber ich bin auch erst seit kurzem da.« Shani ging zur Feuerstelle und nahm sich auch 2 Scheiben Brot und legte sie ebenfalls ins Feuer. »Hast du einen Plan für heute?« Salika beobachtete ihre jüngste Schwester. Sie wirkte noch etwas langsam. Dabei strahlte die Sonne heute zu ihrer Freude von einem wolkenlosen Himmel. Hoffentlich hielt das noch bis abends an. »Oh«, stieß Shani aus und starrte gedankenverloren auf ihr Brot. »Da wir für den heutigen Auftritt überhaupt keine Beschränkungen oder Vorgaben haben, geschweige denn ein Thema, irre ich ziellos in meinem Kopf umher. Vor allem weiß ich nicht, was die Gegner machen. Das verunsichert mich am meisten.« »Dann lass uns doch einfach von unserem gestrigen Auftritt ausgehen und analysieren, was wir schon gemacht haben und was wir noch nicht gezeigt haben.« Shani holte das Brot aus der Glut und setzte sich neben Salika auf den Boden. »Ich habe schon überlegt, was die Zuschauer denn von Verranern erwarten und woran sie im Leben nicht denken würden, aber da stecke ich zu wenig drin. Lichterexplosionen müssen auf jeden Fall ins Finale, aber mit welcher Geschichte? Sollen wir ein Märchen erzählen? Vielleicht ein Terraner-Märchen auf Verranerart?« »Das gab es sicher auch noch nicht.« Salika nickte. Die Idee gefiel ihr gut. »Aber dann muss es auch mit den Kostümen für 3 passen. Wenn wir 2 Hauptrollen haben, springt einer von einem Kostüm ins nächste. Oder können wir noch Statisten anheuern?« Da hörten sie, wie die Haustür aufflog. »Ach, Mist!« und wieder zugemacht wurde. »Ardea?« rief Shani. »Ja, ich komme schon.« Da kam die mittlere von den 3 zu ihnen in die Küche gelaufen. Sie hatte ihre Sportsachen an und ihre schwarze Lockenpracht federte bei jedem Schritt um ihren Kopf. »Hey, die Waterlei sind wirklich mit allen Wassern gewaschen.« Ardea stemmte die Hände in ihre Seiten und schnaufte durch. Sie war wohl hergerannt. »Was meinst du damit?« Salika stand auf und nahm eine gerade Haltung an. »Ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben, aber der ganze Erona-Chor von gestern probt mit ihnen.